Wenn man Pech hat, wird man am Bodensee vom E-Bike, von Rennrädern oder vielleicht sogar vom Rollator überrollt. Bei extremem Pech sogar genau in dieser Reihenfolge. Aber darum soll es heute eigentlich nicht gehen. Heute geht es nochmal um Recipes und um genauer zu sein, um mein Schwarz-Weiß-Rezept für JPEGs, was ich das ganze Jahr über am See getestet habe. Schwarz-Weiß-Fotografie hat für mich schon immer etwas ganz Besonderes und begleitet mich schon mein ganzes Leben, auch schon zu Filmzeiten. Insbesondere in Kombination mit einer Fuji kann man recht einfach und straight aus der Kamera schnell zu guten Schwarz-Weiß-Fotos kommen. Und ich glaube, ich habe endlich mein Rezept für eine Schwarz-Weiß-Filmsimulation gefunden, die sich perfekt für den täglichen Einsatz eignet. Zumindest für meine Art der Fotografie und meinen Geschmack. Ich nenne es Daily Black und das Ganze basiert auf der Acros Filmsimulation und einem Fuji X-Weekly JPEG Rezept als Ausgangspunkt. Dieses Recipe habe ich sowohl auf meiner X-T5 als auch auf meiner X106. Das JPEG-Rezept ist relativ einfach aufgebaut und eignet sich für eine Vielzahl von Motiven und somit sehr gut für den täglichen Einsatz. Sowohl bei Kaiserwetter als auch bei schlechtem Wetter. Gesagt sei auch noch, dass es ein Trugschluss ist, dass Rezepte immer perfekt aus der Kamera kommen. Ich zumindest korrigiere relativ häufig noch die Belichtung oder auch noch ein paar andere Werte. Allerdings ist man bei den JPEGs dabei aber auch begrenzt. Als Filmsimulation nutze ich meistens Acros mit dem Rotfilter, manchmal aber auch Acros oder wenn Hauttöne im Spiel sind, auch gerne mal den Acros mit dem Gelbfilter. Der Kernungseffekt ist auf Weak und Small eingestellt. Bei wenig Licht und höheren ISOs deaktiviere ich den aber auch oft, da mir ISO-Rauschen und Kernung dann doch zu viel ist. Den Weißabgleich sowie den Dynamikbereich habe ich auf Auto. Viele sind ja mit DR400 unterwegs, aber dann muss man auch mehr überbelichten. Und der Basis-ISO startet dann auch erst bei 500. Bei den Highlights und Shadows bzw. Spitzlichter und Schatten bin ich jeweils mit +2 unterwegs. So bekommt man relativ einfach mehr Kontrast in die Bilder, was mir persönlich besser gefällt. Wem das zu hart ist, sollte mit den Werten Richtung 0 oder vielleicht sogar in den Minusbereich. Das schont die Highlights und bringt Licht ins Dunkel. Je nach Objektiv reduziere ich bei fast allen Recipes die Schärfe. In der Regel auf -1 oder sogar -2. Zusätzlich habe ich meistens noch den Everyday Filter oder einen Glimmerglasfilter drauf, um somit auch nochmals die digitale Schärfe aus den Bildern zu nehmen. Was ich ebenfalls deaktiviert habe, ist die Rauschreduzierung bei hohen ISO-Werten sowie die Funktion Klarheit. Wenn man keinen Filter nutzt, ist die Einstellung für Klarheit im Minusbereich zwar ganz nützlich, aber die Kamera braucht dann auch länger, um ein Bild abzuspeichern, was ich extrem nervig finde. Könnt ihr ja aber selbst mal testen. Mit diesen Einstellungen bin ich dann meistens auch im Blendenmodus unterwegs. Das heißt, Verschlussgeschwindigkeit sowie ISO befinden sich im Automatikmodus. So muss ich nicht groß über irgendwelche Einstellungen nachdenken und passe nur noch die Blende und wenn nötig das Belichtungsrad an. Und wenn ich mit den JPEGs komplett unzufrieden bin, was durchaus auch vorkommen kann, dann habe ich auch noch die dazugehörige RAW-Datei, die ich dann in Lightroom bearbeiten kann. Hierfür habe ich mir dann auch wieder ein Preset gebastelt, kann Klarheit hinzufügen oder reduzieren und kann nachträglich auch noch eine leichte Kernung hinzufügen. Viel mehr gibt es aber für heute auch nicht mehr zu sagen. Solltet ihr es testen, schreibt gerne mal in die Kommentare und natürlich auch, was euer Lieblingsrezept ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.